Hallo und herzlich willkommen hier bei Intusia Moba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es um den Baufortschritt vom April bis November 2024. Was ich genau gemacht habe, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, der nächste Baufortschritt ist auch gemacht. Es hat zwar lange gedauert, aber hey Leute, es gibt ja Frühjahr und Sommer und da gibt es ein paar andere Dinge, die man noch machen kann. Aber wem sage ich das? Gut, ich habe mittlerweile auch wieder angefangen zu bauen und dieses Mal ging es darum, beim letzten Mal hatte ich ja die Spanten schon grob vorbereitet, sie waren aber auch noch nicht befestigt. Darum ging es und zum einen wollte ich natürlich einen seichten Übergang von der Grundplatte bis in die erste Steigung rein. Und naja, und hinten in der Ecke gibt es jede Menge Steigungen, aber was soll ich euch jetzt hier zutexten? Schaut es euch einfach an und nach dem Filmchen sehen wir uns wieder. Wie gesagt, es gibt zwei Teile. Als erstes mache ich mit euch den Hubschrauberrundflug und anschließend wieder, wie gewohnt, die Detailansicht in einer Bilderserie und danach sehen wir uns wieder. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, dann nehme ich euch mal hier zum Hubschrauberrundflug mit. Diese Perspektive gilt ganz besonders dem Chris 1:160. Das ist unser heimlicher Running Gag. Also hier kannst du sehen, wie es hier aussieht. Ja, dann machen wir mal ein Stück weiter. Hier liegt wieder ein ganz heißer wilder Plan. Und zwar ist das der heiße wilde Plan, der genau da hinten in der Ecke stattfinden wird. Da sind verschiedene Ebenen drauf abgezeichnet und die galt es nachher in dieser Ecke dann irgendwie zu verwirklichen. Also man kann sehen, hier ist schon ein bisschen was passiert. Ich nehme euch einfach mal mit und ja, das ist so jetzt Stand der Dinge. Jetzt werde ich mal die Perspektive wechseln und dann gehen wir mal der Reihe nach. So, angefangen hat es hier vorne. Ich weiß nicht, ob ihr euch beim letzten Mal noch daran erinnert. Da war der vordere Teil, der war hier noch alles provisorisch befestigt. Mittlerweile sind die Spanten hier fest, der Ring ist fest. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch nachher in der Bilderserie. Hier oben das Teil, das wird mal der Endbahnhof werden, der sitzt hier mittlerweile schon drauf. Ja, was hier vorne habe ich mal ein paar Mäuerchen hingestellt, aber da kann ich euch direkt sagen, im Grunde kann ich die eigentlich direkt wieder wegräumen, denn so gefallen tun sie mir nicht. Da werden andere hinkommen. Naja, hier hinten wird es irgendwann mal eine Tunnelausfahrt geben. Da habe ich mich wahrscheinlich genau für dieses Modell hier entschieden, weil ich hier oben ein bisschen was mit Burgen machen möchte. Aber da müssen wir noch mal schauen, da muss auch die passende Brücke rein und naja. Brücke ist ein Stichwort. Jetzt laufe ich mir gerade hier selbst in den Schatten. Das ist weniger schön. Hier vorne diese Ausfahrt, die kommt ja hinten rum, nicht wahr? Einmal ganz rum, dann wird es hier eine Brücke geben. Hier vorne ist der Anschluss und da geht es dann in Richtung Bahnhof. Der obere Teil, da wird es auch eine Brücke geben, der geht zu diesem Anschluss da hinten und das ist die Nebenstrecke. Ja, und innen drin passiert halt auch noch ein bisschen was. Da gibt es verschiedene Steigungen. Da muss ich wieder mal die Perspektive wechseln. Kleinen Moment. Dann zeige ich euch das mal im Detail. Also das gibt es hier verschiedene Ebenen hier mittendrin, wie ich das gezimmert habe und wie das mit Sport verbunden war. Das zeige ich euch in der Bilderserie. Hier vorne gibt es keine Werbung. Deshalb ist der Pinsel auch so schön platziert an der Stelle. Soll nur symbolisieren. Und jetzt räume ich das Symbol jetzt gleich auch mal weg, dass es hier demnächst mit Kleben weitergeht. Und zwar das Kleben für genau diese Matten, die hier sind alle noch locker, die sind nur draufgelegt, schon zurechtgeschnitten, aber die müssen halt jetzt verleimt werden. Das passiert dann jetzt demnächst. So, und dann gucken wir uns nachher mal diese Stelle genau an, denn die beschreibe ich in dem Film auch gleich nochmal genau. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder, die Dose ist fort. Jetzt nehme ich die Matte da hinten mal raus. Noch ist sie lose. Mehr. Und hier kann man dann den Übergang sehen, ganz leicht von der Grundplatte hier hoch bis in die erste Steigung.
zu der Kurve hier hinten, die hier unten ansteigt. Naja, das war jetzt nicht so ganz ohne. Und wie ich diese Platte da oder diesen seichten Übergang gemacht habe, darum ging es ja eigentlich im Wesentlichen, dass man hier seichte Steigungen und seichte Übergänge von Geraden in die Steigung rein hinbekommt. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch gleich in der Bilderserie. Ja, warum ist der Klotz da? Ganz einfach, der wird irgendwann mal überbaut. Hier hinten ist ein See, da kommt noch eine Platte drüber. Die Strecke da hinten wird man nachher nicht mehr sehen, dafür aber den See noch ein Stückchen. Und dann irgendwie muss der Fluss ja hier unten an Wasser kommen. Da habe ich schon Ideen zu, kommt so nach und nach. Also ihr seht, es ist schon ein bisschen was passiert. Viel elektrisch ist nicht passiert, das kommt jetzt demnächst. Dann werde ich zumindest hier hinten das Teil, das kann ich rausnehmen. Dann werden dort überall die Schienen schon mal verlegt werden. Ja, dann geht das stückchenweise weiter. Also der Teil wird jetzt erstmal auch fertig gemacht mit Schienen. Dann wird das Teil hier, wie sagt man so schön, erschlossen werden. Dann kommen dann auch noch die Matten dran und naja, dann muss ich mir irgendwann mal Übergänge machen. Wo fängt die Brücke an, wo hört sie auf, wo läuft die Landschaft lang. Alles so Dinge. Ne? Das kann ich dieses Stück oder dieses Element oder dieses Segment hier, das ist ja alles, was auf diesem dunkelgrauen drauf ist, ist ja später ein Stück. Das ganze dunkelgraue wird man später mal abheben können mit der gesamten Landschaft. Naja, das ist das erste Teil, wo ich mich jetzt hier bewege und wenn das alles fertig ist, dann räumen wir mal hier hinten auf, Chris, ne? Weißt du Bescheid? Weil dann geht es nämlich genau diesem Segment hier an den Kragen. Ja, das war es eigentlich schon von dem Rundflug, was hier passiert ist. Gut, jetzt kann man sagen, April bis November, das ist nicht viel, aber es gab auch viel Strand zwischendurch und es gab auch viele andere schöne Dinge zwischendurch, die man so im Sommer machen kann. Und da hatte die MOBA leider keinen Platz. Ne? Das ist halt wie im echten Leben. Gut, dann zeige ich euch jetzt als nächstes mal die Details, die ich hier gebaut habe, anhand einer Bilderserie. Ja, dann machen wir mal im März mit dem letzten Bild weiter. Da war noch alles lose hinten und es galt halt, das jetzt zu befestigen. Dazu mussten erstmal diese beiden Unterplatten befestigt werden. Dafür habe ich die erste Platte, die größere links, erstmal ausgerichtet, verschraubt, anschließend verbohrt und ja, mit Schrauben befestigt. Als das geschehen war, ging es ja jetzt irgendwie um den mittleren Kreis, also der Innenteil vom Wendel. Und der musste auch erstmal ausgerichtet werden. Dazu habe ich mich hier an diesen Markierungen von den Schrauben bedient, die hatte ich vorher schon aufgezeichnet. Und habe die dann entsprechend ausgerichtet, dann noch mal ein paar Fahrzeuge hingestellt, um zu gucken, ob wir auch nirgendwo anecken. Und als das dann fest war oder richtig war, habe ich dann begonnen, diese Spanten auszurichten. Denn jetzt wurde es ernst, denn die wurden jetzt als erstes verleimt und anschließend dann noch mit Winkeln befestigt und damit bildeten sie jetzt eine Einheit mit dem gesamten Rahmen. Als die vordere Platte fertig war, ging es an die hintere Platte. Die musste jetzt angeschlossen werden und dazu habe ich dann erstmal hier diese beiden Holzstückchen aufgeschraubt, fix verschraubt, denn ich musste die anschließend mit einer Zwinge in, wie sagt man, auf Maß bringen, habe sie quasi rangezogen, dass sie bündig waren, auch hier vorgebohrt und anschließend die hintere Platte mit dem unteren Rahmen verschraubt. So, und im nächsten Schritt, haben wir noch ein Bild davon. Junge, ich habe mich hier richtig verliebt darin. Na gut, jetzt ist die hintere Platte auch verschraubt und jetzt geht's, man kann es hinten sehen, links vom Akkuschrauber ist so die kleine Lücke. Jetzt sehen wir sie gleich noch mal besser, denn das ist ja die Lücke, die nachher ein kleines Plättchen aufnimmt, um eine seichte Steigung hinzubekommen. Hier an der anderen Seite, wo die Steigung hochgeht, da muss noch ein kleines Zwischenstück eingesetzt werden, so wie man jetzt hier sehen kann. Und jetzt konnte ich das Plättchen nehmen oder diese kleine Platte nehmen. Noch liegt sie mal draußen, aber dann habe ich sie mal provisorisch eingesetzt und bekomme da wirklich, wie man sieht, eine ganz seichte Steigung hin. Links bündig mit der Platte, rechts schon die erste Steigung.
wo dann später mal die Kurve anschließen wird. Dann habe ich noch die Fahrbahn markiert, das habe ich grundsätzlich immer gemacht, damit ich später übertragen kann. Und dann das Ganze in ein Leimbett eingesetzt und erstmal hart werden lassen. Jetzt kann man dann schon sehen, das hintere Brettchen steht quasi oder liegt quasi schon bereit. Wurde jetzt erstmal auch ausgerichtet, dann noch ein paar Böckchen hingesetzt, damit die Steigung auch irgendwo passte, die dann diese Kurve ja bringen soll. Auch ein Leimbett angelegt und darauf dann letztendlich das Kurvenelement draufgesetzt, beschwert und erstmal wieder, wie sagt man so schön, schön lange trocknen lassen, bis es eben hart wird und eins mit dem gesamten Untergestell wird. Ja, am Ende wird es dann noch verschraubt und jetzt kann es wirklich nicht mehr ausbüchsen. Die Gummimatte hatte ich noch vorher fertig gemacht, so sieht es erstmal fertig aus und die habe ich da jetzt erstmal draufgelegt. Das wird später ja auch noch da drauf kommen. Ja, was war als nächstes? Ach so, ja, Spanten. Spanten ist übrigens eine sportliche Tätigkeit. Warum? Weil für jede Spante muss ich in den Keller. Das ist übrigens mein Keller, nicht sehr groß. 3 Meter breit, 4 Meter lang, kleiner schmaler Gang. Und da hinten gibt es auch noch, da kann man es sehen, ein sehr ordentlicher, sehr sauberer, ja, mit einer Gummimatte belegte Werkbank. Und so sieht dann die fertigen Exemplare aus, die jetzt erstmal dann wieder ausgerichtet werden müssen und dann wurden die auch verleimt und teilweise auch wieder verschraubt und zum Schluss kamen dann unten dann auch wieder die Winkelchen dran. Naja, ist halt alles Fummelsarbeit, Maßarbeit und ja, braucht halt seine Zeit, aber ich kann euch versichern, das macht Spaß. Dann habe ich hier diese kleine Trasse noch fertig gemacht, das ist quasi die Verbindungsstück nach vorne und dann habe ich mich mit dem wesentlichen Kern mal für diese Folge hier beschäftigt, nämlich mit den verschiedensten Steigungen. Jetzt habe ich das Stück hinten wieder rausgenommen. Mittlerweile ist ja auch die kleine Steigung da auch eine fixe Einheit und sämtliche Trassen ausgeschnitten. Also wieder die Sportnummer runter in den Keller, wieder raus aus dem Keller, runter in den Keller, wieder raus aus dem Keller und die ganzen Teile erstmal zurechtgesägt. Letztendlich gibt es verschiedene Ebenen da drin. Hier unten, da kommen auch nochmal 3 Stück auf den Boden. Ja, die habe ich dann auch nochmal ausgerichtet, um auszumessen, wo fängt was an, wo macht man was. Und hier vorne liegt jetzt auch schon das Brettchen für die, hier die Kurve für die Bahnhofseinfahrt. Auch hier dann wieder Spanten gesetzt, fest verleimt und das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Ne? Das sind also jetzt alles, was in dieser kleinen Ecke da hinten passiert. Jetzt mal die andere Sichtweise, auch da die Trassen dann jetzt schon verlängert. Und da kann man sehen, hier sieht man schon 4 Ebenen und die Gummimatten sind auch schon fertig. Aber das ist jetzt was im nächsten Film kommt. Ja, was soll ich sagen? Es bleibt spannend. Ne? Jetzt geht es als nächstes darum, die Dämmung hinten in diesem Eckmodul, so nenne ich es mal, was dann nachher auf diesem hinteren Segment da drauf kommt. Also wir sehen es da nochmal, diesen Teil da. Das ist das Eckmodul. Das werde ich jetzt als erstes erstmal nochmal fertig machen. Fertig machen insofern, dass jetzt die Gummikorkdämmung drauf kommt. Dann wird in dem Teil werden auch schon sämtliche Schienen inklusive Anschlüsse verlegt werden. Ja, und wenn das dann soweit ist, dann passe ich das da hinten ein, denn dann geht es ja weiter hier in diesem vorderen Teil, der da passiert, oder beziehungsweise der dann genauso bearbeitet werden muss. Auch da werden dann Gummikork gelegt, Schienchen verlegt, soweit wie geht. Und dann schauen wir mal weiter, weil irgendwann müssen ja auch mal die Brücken rein. Ne? So. Es bleibt das Ziel, dass dieses Segment hier hinter mir als erstes fertig gemacht wird, zumindest fertig insofern, dass die Gleise, die auf diesem Segment sich befinden, alle verlegt sind, alle elektrisch angeschlossen sind, auch alle schon funktionieren. Und dann widme ich mich hier diesem vorderen Teil. Aber das folgt viel, viel später. So, ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt.
Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.